Heute untersuchen wir eines der rätselhaftesten Phänomene der Natur, den angeblichen Regen von Tieren aus dem Himmel. Geschichten über Fische, Frösche und noch seltsamere Kreaturen, die vom Himmel fallen, haben die Menschheit seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen. Doch was sind die Ursachen dieser anomalen Tierschauer? Kann sich die Wissenschaft einen Reim darauf machen? Berichte über tierische Niederschläge reichen bis ins antike Griechenland zurück. Der Philosoph Heraklides Lembus schrieb 150 vor Christus von so extremen Froschregen, dass die Häuser und Straßen voll von ihnen waren. Und der römische Naturforscher Plinius der Ältere dokumentierte im 1. Jahrhundert nach Christus Stürme von Fröschen und Fischen. Aber das ist nicht nur eine alte Legende. Tierische Regenfälle gibt es auch heute noch. Tatsächlich hat es sie auf jedem bewohnten Kontinent in der aufgezeichneten Geschichte gegeben. Schauen wir uns die wichtigsten wissenschaftlichen Erklärungen an. Wasserhosen oder Tornados? Dies ist vielleicht die am meisten unterstützte Theorie. Wasserhosen sind im Wesentlichen Tornados, die sich über Wasser bilden. Sie können Winde von bis zu 300 Kilometer pro Stunde erzeugen, die die Wasseroberfläche aufwirbeln und Fische, Frösche und andere Wasserlebewesen in den spiralförmigen Wirbel hineinziehen. Manchmal nehmen Wasserhosen Fische, Frösche und andere Wassertiere auf, wenn sie sich über Seen oder Ozeanen formieren. Diese Wasserhosen können weiterziehen, wenn sie das Land erreichen und sich mit all den darin gefangenen Tieren weiterdrehen. Wenn der Wasserhose schließlich die Puste ausgeht und sie sich auflöst, regnet es plötzlich alle darin gefangenen Tiere herunter. Das kann zu einer Flut von Meerestieren führen, die man meilenweit vom Wasser entfernt nicht erwartet hätte. Es gibt gut dokumentierte Fälle, die zu diesen Mechanismen passen. 18. August 2004, Night in Wales. Forellen, Elritzen und Aale regneten nach einer starken Wasserhose herab. 28. Februar 2010, Outback Northern Territory, Australien. Einheimische berichteten von Fischen, die aus dem stürmischen Himmel fielen und mit den Arten übereinstimmten, die in den nahegelegenen Gewässern zu finden waren. 1967, New Taipei City, Taiwan. Dutzende von Froschfällen fielen mit Tornado-Warnungen in der Gegend zusammen. Starke Winde. Wenn wir uns Tiere vorstellen, die durch die Luft fliegen, kommen uns kleine Kreaturen mit großer Oberfläche wie Frösche oder Spinnen in den Sinn. Und in der Tat gibt es Beispiele dafür, dass Winde sie gewaltsam vertrieben haben. 11. Juli 2007, Jennings, Louisiana. Starke Winde ließen Tausende von lebenden roten Würmern auf die Straßen regnen. Februar 2013, Santo Antonio da Platina, Brasilien. Die Bewohner erwachten nach einem Sturm mit Millionen von Spinnen, die vom Himmel fielen und alles mit Seidennetzen überzogen. In jüngerer Zeit berichteten Anwohner, dass am 22. Juni 2021 nach dem Vogelzug über Osttexas Fische herunterfielen. Der Fisch schien teilweise verdaut zu sein, was darauf hindeutet, dass er aus den Mägen der Vögel ausgeworfen wurde. 13. Januar 2012, Agusan del Sur, Philippinen. Einheimische entdeckten nach einem Sturm auf ihren Straßen und Dächern Fische, die möglicherweise vom weit entfernten Meer hereingeweht worden waren. 7. September 2017, Tampico, Mexiko. Eine unerwartete Flut von kleinen Fischen, die Regenbogensardinen genannt werden, bedeckte die Stadt nach starkem Regen und Wind. Diese Fische wandern im Frühjahr aus den Küstengewässern ein. 1. Januar 2011, Beebe, Arkansas. Rund 5000 Rotflügelamseln stürzten zu Boden, betäubt oder getötet durch Silvesterfeuerwerk oder Stürme. 23. Oktober 2012, Jamshedpur, Indien. Möglicherweise durch nahegelegene Wirbelstürme verursacht, fielen etwa 700 wandernde Amurfalken mitten im Flug vom Nachthimmel. Doch einige Fälle, in denen Tiere von oben fallen, verblüffen Wissenschaftler völlig. 14. August 1894, Bath, England.
Während eines heftigen Gewitters fielen plötzlich Quallen vom Himmel. Die kleinen Hydroidquallen, die normalerweise nur auf der Meeresoberfläche schwimmen, bedeckten die Straßen der Stadt, die Gärten und sogar die Hüte und Kleidungsstücke der Menschen. Mehr als 300 Meilen landeinwärts vom Ozean entfernt, konnten die Tausende von frischen Quallen nur von einem starken Sturmwind getragen werden, der wahrscheinlich vom Bristol-Kanal herkam. 3. März 1876, Olympian Springs, Kentucky. Der mysteriöse Kentucky Meat Shower versetzte die Anwohner in Erstaunen, als an einem klaren Tag auf einer Farm auf einer Fläche von 100 mal 50 Yards für mehrere Minuten etwas fiel, das wie frische Fleischflocken aussah. Zeugen, die die 2 bis 3 Zoll großen Fleischstücke probierten, beschrieben sie als wild oder Hammel. Nach der Analyse von Proben kamen prominente Wissenschaftler zu dem Schluss, dass es sich bei dem Fleisch um Lungengewebe eines Pferdes oder eines menschlichen Kindes handelte, während andere behaupteten, es handle sich um Hirsch oder Schaf. Die derzeit am weitesten verbreitete Erklärung ist, dass Geier, die in großer Höhe fliegen, den Inhalt ihres Magens erbrochen haben, als sie im Flug gestört wurden. Ziemlich eklig, aber durchaus plausibel. Juni 2018, Qingdao, China. Gegen 17 Uhr nach einem heftigen Gewitter waren die Bewohner von Qingdao schockiert, als sie Kraken, Seesterne, Krebse, Schnecken und verschiedene Meereslebewesen auf den Straßen und Dächern verstreut fanden. Die Meerestiere waren frisch, feucht und sehr lebendig, als sie in den Pfützen herumflatterten. Da Qingdao etwa 20 Meilen landeinwärts von der Küste des Gelben Meeres entfernt liegt, konnte keine mögliche Ozeanquelle oder Wasserhose diesen bizarren Niederschlag von Wassertieren erklären. Die Quintessenz ist, dass Tierregen im Laufe der aufgezeichneten Geschichte in allen Teilen der Welt aufgetreten sind. Während viele Ereignisse wahrscheinlich durch Wasserhosen und Winde erklärt werden können, gibt es auch solche, die sich dem Glauben entziehen und zu haarsträubenden Theorien führen, die von UFOs bis zur Hexerei reichen. Die Natur hat eine Art, uns zu verblüffen, die selbst unsere beste Wissenschaft noch nicht verstanden hat. Wenn du also das nächste Mal ohne Regenschirm in einen Wolkenbruch gerätst, schaue genau hin. Vielleicht werdet ihr Zeuge, wie Frösche, Fische oder ein geheimnisvolles Wesen aus dem unruhigen Himmel fallen. Aber hoffentlich ist es nur einfaches Wasser. Das war eine Folge von Wissen and Chill. Ich bin der Konstantin. Und ich bin die Isabel. Bis zum nächsten Mal.